Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk About, und zwar diesmal Let's Talk About Hybrid. Heute viele Themen, Carrera Hybrid und auch natürlich Sturmkind. Allgemein die Zukunft von Hybrid Gaming, würde ich mal sagen, ist heute so unser Thema. Ne? Genau, ja, wird mal wieder Zeit für ein Format und tatsächlich gibt es auch gerade einige gute Gründe, dieses Video zu machen. Wir haben einiges die letzten Tage was gegeben oder haben wir bekommen, wo wir sagen, ja, jetzt können wir mal wieder euch wirklich mal wieder News geben, weil ist ja, ich weiß, nicht einfach, es dauert halt manchmal doch alles länger, wie man möchte. Und Ja. wenn dann mal nichts kommt, dann ist natürlich sofort auch die Unruhe, die Fragezeichen, was ist da los, ne? Aber es geht voran, Leute, es geht richtig voran, auch wenn Gutting Weile haben will. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wieder ein paar Neuigkeiten anteasern, sage ich mal vorsichtig können. Ja. Genau. Doch, kann man schon sagen. Aber wir sehen ja auch schon direkt vor uns etwas, was wir auch schon kennen. Ne? Auch nagelneu, bei uns jetzt auch schon natürlich schon länger eingetroffen, aber wir haben es euch natürlich auch noch nicht gezeigt. Deshalb jetzt hier mal im Showcase. Genau. Ich weiß, auf Social Media gibt es schon viele Videos, Bilder und so weiter. Aber da kommen richtig schicke Sachen. Genau, den Kollegen hier, den hatte ich euch ja schon, ach Gott, ich glaube England, beziehungsweise Nürnberger Spielwarenmesse, glaube ich, zum ersten Mal. Genau, da gab es das Esprio, ja. Genau. Da gab es das erste Mal zu sehen und da war ja auch schon klar, dass hier halt wirklich mit der Printtechnik, die Carrera da inzwischen hat, für diese Fahrzeuge echt nochmal richtig einer draufgesetzt wird. Mein Hybrid ist ja eh schon ein durchaus einzigartiges Produkt, ja, aber die Qualität von diesen Racern, von optisch sind, ja, das wird ihm jetzt auch echt gerecht und das ist schon richtig mega. Nachdem die ersten Fahrzeuge noch neutral waren damals und jetzt haben wir natürlich richtig schöne Lizenzgeschichten und den kennt ihr auch schon, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Genau, vor allem auch schon eine neuere Verpackung mit dem Sichtfenster und allem. Genau, richtig, Das ist schon anders, richtig der schick. Box Ne? hier ist also wirklich, entwickelt sich auch viel. Ja. Und auch schon viel, wird natürlich auch viel schon kommentiert von euch, weil die sind ja auch schon bei euch, diese beiden Fahrzeuge. Und da habe ich auch schon viel gelesen dazu. Interessante Kommentare, teilweise und auch Vorstellungen oder Wünsche oder Ideen auch schon für die Zukunft. Finde ich alles super, was da alles so von euch auch kommt. Und ein paar Hinweise, wo zum Beispiel das Thema, dass dieses Display hier, dass das nicht oben eingeklebt ist. Ne? Total richtig. Ich vermute es mal ganz stark, das hat einfach auch damit was zu tun, dass heutzutage mit Thema Trennung, Mülltrennung, ja, oder Recycling, ja. damit was zu tun hat. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, das Schöne ist ja, hier sind wirklich schöne Flächen da vorne hinten. Da machst du ein bisschen Doppeltape drauf und dann klebst du das Ding halt einmal da rein. Ne? Easy. Und dann hast du das auch, ne? Gar kein Ding. Genau. Das kommt jetzt halt so einzeln momentan und dann haben wir die Fahrzeuge selbst. Und da ist zum Beispiel jetzt eine Sache, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen, dass das einer mitgekriegt hat. Aha, jetzt bin ich selber gespannt. Und das sind so Kleinigkeiten, da habe ich meinen Spaß dran. Weil da merkt man das auch Carrera, dass die wirklich halt, A, machen sie es auch nicht erst seit gestern, ja, und B, da steckt halt wirklich auch viel Innovation und Idee dahinter und Kleinigkeiten einfach, so mal die Verpackung jetzt hier, ja. Man kann das jetzt alles wieder rausheben, aus dem Ding. Aber hier ist so eine Lasche, da ist extra so eine Symbol dran zum Ziehen. Und wenn du jetzt hier ziehst, geht es gar nicht mal darum, das ganze Display rauszuziehen, sondern wenn du hier ziehst, entriegelst du quasi diese hintere Lasche und die kippt dir einmal so nach hinten weg, So. also man das hier gut sehen kann. Ja? Und dann ist das Auto frei. Das ist spannend. Wenn ich das reindrücke, Ja. ist der bombenfest. Wenn ich das rausnehme, so ist wieder reingedrückt mit dem Finger natürlich, wenn ich es rausnehme, Danke. dann kommt er mir entgegen. Ne? Also Easy. Kleinigkeiten, aber geil gemacht. Ne? Spannend, ja. So, und natürlich kann ich das dann hier auch komplett rausnehmen, das ganze Ding. Mhm. Und was ja auch neu ist, ja auch schon gesehen, wenn wir mal schauen, Zubehör und so weiter. Ich habe auch wieder gelesen. Natürlich, jetzt haben wir ein neues Ladekabel ist dabei, kürzer. Ich so, ey, mega, endlich mal ein kurzes Kabel, nicht mehr der Kabelsalat, wenn du mehrere Autos hast. Erster Kommentar, was ich lege, So kurz. Kabel ist zu kurz, ja. Aber du kannst es nie allen recht machen. Aber ich finde es gut, dass es kürzer ist, finde ich sogar sehr gut, weil dadurch hast du halt einfach, wenn du so eine 10-fach-Station hast oder so, hast du diesen ganzen Kabelsalat. Ne? Ja. Und es bietet sich ja durchaus an, mehr wie ein Auto zu laden. Und dann haben wir hier unten drin nochmal eine schöne Sache. Das ist auch nochmal was richtig Feines. Wenn ich es rauskriege. Komm raus. Kommt natürlich nicht raus. Jetzt hab ich's. So. Ist genau die richtige ist Größe. original Ne? verpackt alles noch. Ich habe gar keinen Cuttermesser da, um es rauszuholen. Aber ich habe noch ein ausgepacktes hier, zum Glück. Ja, wir sind ja Das vorbereitet. ist tatsächlich das Original. Er ist noch schön zugeklebt. Einmal so ein Reinigungspad, was natürlich total Sinn macht. Ne? Einfach, weil das ist ein Thema, das wissen wir inzwischen, dass Staub halt einfach ein Problem bei dem Produkt ist. Es ist wichtig, dass die Strecke sauber ist und dass ihr die Möglichkeit habt, einfach zwischendurch die Autos mal sauber zu machen, die Räder sauber zu machen und dann ziehst du die halt einfach hier drüber, die Autos, und ruckzuck sind die Dinger wieder blank und weiter Ganz geht's. easy. Ne? Also, Und vor allem, die kannst du einfach wieder abwaschen, sogar die ja, Reinigungspads. natürlich, Ne? und das Wasser, und den Wasserhahn und weiter geht's. Ne? Also wir machen uns da echt viel Gedanken und da kommen auch mehr, da haben wir noch mehr Ideen für die Zukunft auch weiter zu optimieren. Ich meine, dieses Produkt ist so neu, Leute. Das hat jetzt alles erst angefangen. Ja,
Sturmkind ist da schon eine Weile dran. Und wer uns verfolgt und wer uns kennt, der weiß, dass ich tatsächlich seit Ende 2018 ja schon an der Idee hier tüftel. Ja? Also kurz nachdem Drift überhaupt erst am Start war, quasi im ersten Jahr noch, wo wir am Markt waren, habe ich schon angefangen, weiter zu überlegen und zu schauen, was kann man noch machen, wie kann man ein Produkt entwickeln, das eben mehr den Spielwarenmarkt adressiert, als jetzt Drift, was ja doch eher die High-End-Lösung ist. Ne? Und dementsprechend hat sich da einfach ganz, ganz viel getan und wird sich auch noch ganz viel tun. Es ist alles ein Prozess einfach von wirklich Neuland, weil es gab so ein Produkt in der Form einfach. Ne? Gibt es noch nicht. Die Technologie ist halt auch komplett neu und so wie wir es umsetzen, ist es neu und dementsprechend, ja. Es ist auch ein gewisses Learning und natürlich geht es da immer weiter. Das seht ihr ja, so viele kleine Details, die da einfach permanent auch verbessert werden. Und das ist eben mein Anspruch und glücklicherweise auch der Anspruch von Carrera und dementsprechend, kommt da sicher noch ganz, ganz viel. Beziehungsweise es kommt ja jetzt schon ganz, ganz viel. Ne? Ja, da kommt mir tatsächlich auch gerade eine gute Frage von wegen so neue Produkte und wer macht was und hin und her, was ja jetzt auch oft wieder mal im Forum hochgekommen ist, obwohl wir das eigentlich schon öfter mal angesprochen hatten. Wessen Produkt ist denn das jetzt hier eigentlich? Ja, und wer macht hier was? Und es ist ja immer so dieses... Das ist ein guter Punkt, was wirklich jetzt gerade in letzter Zeit auch wieder öfter mal, wo ich auch gedacht habe, das haben wir doch eigentlich versucht rüberzubringen, aber es ist halt natürlich auch, und das war auch gerade in dem Kontext interessant, es sind auch viele neue Leute, ne? Und die schauen dann, die googeln, die sehen dann auch die Historie, die sehen, Modiblade, damit hat es angefangen damals, ne? Und daraus wurde dann eben Carrera Hybrid. Aber wie sie das alles entwickelt hat, ich meine, wir versuchen das ja immer, euch mitzunehmen und zu kommunizieren. Aber es sieht nicht jeder jeden Beitrag. Es heißt ja dann auch wieder im Umkehrschluss, ich kann mir ja auch nicht alles anschauen. Ja, natürlich nicht. Aber dementsprechend fehlen dann halt teilweise auch Informationen. Ne? Und tatsächlich ist es so, also das können wir jetzt aber noch einmal an der Stelle nochmal ganz klar sagen, Sturmkind ist nach wie vor verantwortlich für die Entwicklung dieser Produkte. Also wir sind die auch hier entwickeln, nicht nur die App, sondern wirklich auch die Fahrzeugelektronik, das gesamte Thema drumherum, Module, Fahrbahn, was da jetzt alles noch in Zukunft kommen wird, was alles in der Pipeline ist. Entwicklung, da sind wir letztendlich, das ist unser Part. Ja. Natürlich hat Carrera da auch seinen Anteil, also Karosserien, Karosseriedesign, Liveries und so weiter, das ist natürlich komplett bei Carrera. Ne? Also das schreibe ich mir jetzt nicht falsch auf die Fahne. Also diese Drucktechnik und das ganze Thema, die neuen Karosserien, das macht Carrera durchaus selbst, weil da sind sie ja auch echt Profis drin. Das machen sie ja auch nicht erst gestern. Das sieht man ja jetzt auch, ne? Würdest du vorhin, hattest mit der Drucktechnik und so. Ist ja deren Welt. Ne? Ich meine, ob es jetzt ein Slot-Car ist oder in dem Fall jetzt halt ein Hybrid-Car, die Technik ist die gleiche. Lizenzen und so weiter, das machen die ja alles top. Und dementsprechend ist unser Part eben halt wirklich die Entwicklung dieser Hybrid-Technologien und was auch immer dann auch an Produkten vielleicht in Zukunft kommt. Und eben alles andere, also wirklich auch Projektleitung oder Verantwortung, oder auch Marketing, Produktion, Vertrieb, das liegt alles tatsächlich komplett bei Carrera. Das ist die Aufteilung. Dementsprechend gehört das Produkt natürlich faktisch auch Carrera. Aber wir sind natürlich im Boot und haben da unseren Anteil. Carrera ist ja auch bei Sturmkind beteiligt. Und ja, so gesehen ist das halt diese Synergie und diese Kombination beider Unternehmen, wo jeder seine Stärken in die Waagschale wirft. Das ist eigentlich die Idee dahinter und nur so macht es eben auch Sinn, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Ne? Das ist Sinn einer Kooperation am Ende des Tages. Ne? Und es ist ja auch so, wir haben ja jetzt auch kein Exit hingelegt oder was und Sturmkind an Carrera verkauft, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam das Maximale rauszuholen. Ne? Also wir haben unsere Stärken, Carrera hat seine Stärken und ja, ich glaube, das ist ein Perfect Fit eigentlich am Ende des Tages. Ne? Ja. Und dementsprechend ist das, wo wir stehen. Und dementsprechend, natürlich sind wir im Boot, natürlich sind wir auch Ansprechpartner und gerade bei technischen Themen, weil wir immer ganz genau gucken und auch mit euch gemeinsam entwickeln. Ja, es gibt ja inzwischen auch eine Gruppe, so einen Bereich Beta-Test, wo wir halt auch natürlich im Feld in einem gewissen Ausmaß natürlich auch mit euch gemeinsam Neuheiten ausprobieren und so weiter. Das verantwortet eben alles auch Sturmkind. Aber alles andere, was darüber hinausgeht, wenn es halt Richtung fertigen Produkt geht, ist dann eben halt auf Seiten von Carrera. Ne? Genau. So. Haben wir das auch nochmal geklärt? Ja, wichtiger Punkt, wo man auf jeden Fall offensichtlich noch ein bisschen Erklärungsbedarf besteht. Ich meine, es seht ihr auch auf den Fahrzeugen, weil dann auch immer die Frage kommt, ob Carrera das genug würdigt oder nicht. Oder Leute, das Produkt ist jetzt insofern ein Carrera-Produkt. Wir haben ja diese Idee eben tatsächlich auch verkauft. Ja? Natürlich, wenn Carrera so ein Produkt in die Welt bringt und da auch dahinter steht mit seinem Namen, natürlich ist das ein Carrera-Produkt. Das ist ja irgendwo klar. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr, sehr groß von Ihnen, dass es so ist, dass wir tatsächlich ja nach wie vor auf den Verpackungen draufstehen. Also wenn ihr eine Bahn kauft, dann steht ja wirklich drauf, dass das eben halt baut bei Sturmkind ist das ganze Thema. Ne? Also
das ist ja nicht selbstverständlich in so einem Fall. Oft ist ja so, große Firmen kaufen das dann und wollen natürlich, dass der Erfinder da möglichst niemand zu sehen ist, dass das schnell nach einem Jahr vergessen ist oder so. Da sind wir nach wie vor präsent. Natürlich, aber nochmal, der Fokus, der im Verkehrbringer des Produktes ist Carrera. Da steht Carrera drauf und dementsprechend ist ja klar, dass es eben auch ein Carrera-Produkt in der Öffentlichkeit ist. Alles andere wäre dann auch wieder verwirrend. Also das ist schon so ein Spagat, den wir da, glaube ich, ganz gut gehen, dass Domkind da im Boot ist, aber Carrera hat letztendlich da die Produktverantwortung und wir sind im Hintergrund und machen, dass es gut wird. Ja, genau. Und es ist ja ein Win-Win am Ende, weil wie gesagt, wir partizipieren ja auch, weil dadurch geht es ja bei uns eben auch ganz anders voran. Ne? Mhm. Gut, also, so, jetzt wollen wir euch aber auch nicht langweiligen, weil wie Lukas gerade schon gesagt hat, die beiden Autos, da gab es schon ein paar Unboxings, die sind jetzt dann doch schon wieder ein paar Tage, so lange jetzt nicht, aber ein paar Tage gibt es ja schon. Ja, Auslieferung, weiß nicht, seit einer Woche, 2 Wochen? Ja, so, maximal, ja, würde ich auch sagen. Genau, ne? Und es geht ja weiter und ihr seht ja auch hier schon eine Kleinigkeit rumliegen. Das sind nicht die normalen Kurven, sondern wenn man das mal ein bisschen genauer anschaut, komm her, dann sieht man schon, dass das eben die weiten Bögen sind. Erste Muster. Sieht fast gerade aus jetzt. Aber es ist eine Kurve. Genau. Aber ist alles cool daran. Das sind 30 Grad Bogen mit einem weichen Layout. Man sieht es ja auch schön hier, so eine ganz leichte Kurve. Genau, so ein schönes S. Und das sind jetzt erste Muster. Und das sind wir gerade noch dran, die Fahrzeugsoftware anzupassen, das ist alles gerade am Werken. Produktion ist alles schon am Anlaufen, also das geht jetzt echt voran. Die Sachen kommen auch dieses Jahr, weil da auch schon wieder Fragen waren, kommt das wann. Also ist alles in der Mache. Wird auch richtig, richtig gut. Da gehen wir jetzt auch gleich mal zum Thema App nochmal drauf ein, was damit alles möglich sein wird. Aber bevor wir hier weitergehen, eben gibt es jetzt noch ein bisschen mehr auf die Augen. Jetzt mal. Nicht auf die Ohren heute geht es nur auf die Augen. Carrera war so freundlich und hat uns mal die ersten fertig dekorierten, also Prototypen hatten wir vorher schon, aber jetzt haben wir Dekomusters bekommen, also wirklich, die sind noch nicht 100%ig final, das kann nicht sein, dass da noch klitzekleine Kleinigkeiten vielleicht noch nicht ganz passen von der Dekoration her, aber im Großen und Ganzen habe ich ja mal eben die ganzen neuen Fahrzeuge für euch. Ich glaube, jetzt werden einige direkt, Wo fangen wir an? Es ist so einiges, was hier vor uns steht. Komm, wir stellen sie alle ins Bild. Ja. Komm, wir holen sie alle her. Wir haben einmal ein Mustang. Noch ein Mustang. Jetzt müsst ihr auswendig wissen, welcher ist, ne? Dann haben wir hier noch. Ich habe die Namen nicht auswendig gelernt. Pod Performance, wobei der heißt, glaube ich, anders. Der heißt nicht Pod Performance. Aber ich glaube, das dürfte der richtige. Das Ford Performance, genau. Haben wir hier noch. Dann haben wir hier den Carrera. Das halt jetzt mal schon bei BMW gelandet, Entschuldigung, aber die Fords sind auch schon durch. Genau, das sind die 4 Fords. Viermal Ford. Genau. Und jetzt geht's weiter. BMW im Carrera-Design. BMW im, voll erwischt, ne? Jetzt müssen wir halt voll in dem Thema drin sein. Ich habe sie nicht auswendig. Rover, das erkenne ich gerade noch. Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir den Marlin, den ich besonders geil finde, muss ich sagen. Der ist echt schick geworden. Dann M-Performance finde ich auch cool. M-Performance natürlich. Basic. Sehr, sehr. Muss sein, das sieht ja aus, irre. Ne? Kommt schon was hin. Und da haben wir noch einen hier, wo ich auch leider gerade mal zugeben muss, ich hätte mir die Sachen aufschreiben sollen. Der Walkenhorst ist es, steht doch sogar drauf. Muss man lesen. Auch sehr geile Farbe, muss ich sagen. Ja, ihr Lieben. Da steht ein bisschen was. Das ist jetzt mal ein Fahrerfeld, oder? Genau. Und klar kriegt ihr jetzt auch noch einen kleinen Carporn auf die Nase, ne? Weil so in der Kamera halten ist jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ne? Ja, ihr seht, es wird bunt, da geht's richtig rund und ja, Wahnsinn, was Carrera auf die Beine gestellt hat an verschiedenen Liveries, sieht echt geil aus. Und ja, was noch wichtig ist natürlich, die Fahrzeuge haben auch eine andere Größe, das heißt insbesondere einen anderen Radstand und sind auch etwas breiter. Und tatsächlich ist es so, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt haben im Vorfeld, dass tatsächlich der Ford und der BMW, also alles ist komplett maßstäblich gehalten. Ich habe noch überlegt oder mit Carrera gesprochen, ob man nicht sagt, man macht da vielleicht nur ein Chassis, aber nein, es sind wirklich 2 unterschiedliche Chassis dazugekommen, sodass wir jetzt quasi insgesamt 3 Chassis haben mit 3 verschiedenen Radständen. Natürlich gerade für die Modder und für die Umbauer ein super spannendes Thema, ne? Weil was da inzwischen ja abgeht, ist ja auch völlig irre. Ja. Heute Morgen hast du mir erst gezeigt. Ja, genau. Mit Dings, mit dem einfach Go-Kart. Ne? Das war Kart. Voll geil, aber so gut gemacht. Also wer das Ding gebaut hat, mega. Respekt, richtig gut gemacht. Also, und es bietet sich auch an, lässt sich ja wirklich fast noch einfacher umbauen, wie jetzt bei Drift, ne? Wobei hier natürlich der Maßstab, da gibt es wenig jetzt von der Stange, aber was ihr da teilweise bastelt und baut, unglaublich. Ja, und Thema Modder, da habe ich gleich mal vorhin an euch gedacht und kurz nochmal nachgeschaut. Also wie gesagt, wenn wir mal schauen, wir können ja mal hier close mal so nebeneinander halten. Nehmen wir mal so einen Porsche hier und halt mal wirklich so einen Ford nebendran. Dann seht ihr schon, der ist deutlich größer, länger vor allen Dingen, ja. In der Breite ist es gar nicht mal wild. Das sind in der Breite bei beiden tatsächlich 2 mm im Vergleich zum Porsche, was der BMW und der Ford breiter sind. Die haben eine Breite von 41 mm in etwa der Ford und der BMW. Porsche eben 39 bisschen was, wenn ich es richtig weiß.
Und Radstand ist das Thema. Also das seht ihr hier schon mal. Der Ford ist natürlich schon mal ein ganzes Stück länger wie der Porsche. Ne? Das macht natürlich richtig was aus. Und eben, wie gesagt, der BMW ist tatsächlich noch mal ein Stück länger. Schaut mal hier. Oh ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja, also das ist schon ziemlich krass, was da für ein Unterschied besteht. Und dementsprechend, haben wir da halt viel Potenzial für euch, die da am Tüfteln, am Waschen sind und da auch mal was selber bauen wollen. Ne? Genau. Dann kommt natürlich auf die Frage Fahrverhalten. Das kann ich euch tatsächlich selber noch nicht so ganz genau beantworten, weil wir natürlich jetzt auf die Hardware gewartet haben, um auch wirklich mal ins Setup-Thema reinzugehen. Also jetzt wird natürlich die ganze Technologie der Fahrzeuge, die Abstimmung der Algorithmen wird so angepasst, dass die Autos natürlich dann auch entsprechend fahren. Ne? Inklusive der App natürlich. Ja, aber wichtig ist erstmal, dass die Hardware selber, dass die eben auch funktioniert. Und da das Ganze ja doch sehr recht komplexe Robotik ist da drin und viele Regelkreise, ist es halt eben schon relevant. Und dieser Radstand, der verändert da natürlich massiv was. Da haben wir jetzt auch bei Schubkizeitig noch mal ein bisschen was zu tun, das alles noch zu optimieren. Ne? Aber gut. Aber ich muss immer wieder sagen, ich habe es jetzt auch schon öfter mal hier in der Firma gesagt, so, das Fahrerfeld sieht so cool aus mittlerweile. Also ich sehe schon wirklich die Rennen mit einem komplett bunten Fahrerfeld, alle fetzen da durch. Das ist irre. Das ist richtig Vielfalt. Ja. Ja, und dann kommt ja demnächst noch eine News dazu, oder dazu kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, wo das Ganze noch mal viel wilder wird. Ne? Ja, sehr schön. Genau, also, das war das. Dann gibt es noch den Controller. Da gehen wir mal jetzt nicht groß drauf ein. Ich habe überlegt, ob ich ein Unboxing mache, aber ich fürchte, das Video wird jetzt gerade schon furchtbar lang. Es sind sehr viele Infos drin. Ein paar Themen. Aber es ist ein spannendes Video. Aber wir haben ja auch schon die erste Box, original wie sie kommt. Ganz cool gemacht hier mit so einem kleinen Griff. So ein kleines Unboxing-Video kannst du immer noch drehen. Kann man noch mal separat rausholen, gibt es bestimmt noch mal zu schauen. Noch ist er, meine ich, nicht im Handel, wenn ich es richtig weiß. Ne? Bin gerade unsicher, ehrlich gesagt. Aber der kann ich auch nicht 100%. Aber ich habe auch noch nicht viel auf Social Media gesehen oder so. Aber ich zeige euch noch mal im Detail. Kam jetzt auf jeden Fall als Sample noch mal mit für uns. Ne? Genau. Ja, soviel zum Thema Neuheiten. Das kann man an der Stelle mal abschließen. Was haben wir noch? Dann die App. Da hat sich jetzt auch viel getan. Ne? Ja, da gab es in den letzten Wochen ein großes Update. Und auch da tatsächlich ja recht viel, wie immer, viel Gesprächsthema, das Ganze natürlich. Viel positiv, erfreulicherweise. Und das ist immer gut. Ja, also, der ist ja auch wirklich ein großer Schritt. Viele schöne Features da eingebaut. Und wir haben euch ja auch tatsächlich den neuen Streckeneditor da schon freigeschaltet. Das heißt, auch wenn es die Module jetzt noch nicht gibt, wenn die erst kommen im Laufe des Jahres, haben wir ganz bewusst schon mal den Editor selbst freigeschaltet, damit ihr damit A spielen könnt und mal schauen könnt, was da alles möglich ist. Ja. Und B natürlich auf die Hardware, weil die Änderungen, die da gemacht werden mussten am Editor, die waren schon komplex. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein super Feldtest, zu gucken, wie gut funktioniert der. Gibt es da noch irgendwelche Handling-Probleme, ne, weil es natürlich schon komplexer geworden ist durch die weiteren Module. Aber wie? Als ich das selber das erste Mal ausprobiert dachte ich erst so, was geht denn jetzt hier auf einmal alles? Wir schauen ja gleich mal rein. Weil es echt irre, was da inzwischen alles geht. Und weiß nicht, ihr habt es schon eine Weile, aber mal gucken, vielleicht kann ich euch noch ein paar Dinge zeigen, die ihr vielleicht noch gar nicht so gesehen habt. Und ja, Riesenthema, auch sehr aufwendig gewesen, dass das alles so funktioniert. Man stellt sich das am Anfang immer einfacher vor und dann stellt man fest, aha, okay, mit den Sachen, ja, das geht jetzt so. Jetzt kann man ja plötzlich Strecken bauen, die am Ende nicht mehr ganz zusammenpassen. Wie erkläre ich jetzt dem Kunden, warum, wieso, weshalb? Ja? Also spannende Sache. Aber wir haben jetzt echt schon eine richtig gute Lösung. Wir haben noch kam schon Feedback von euch. Tausend Dank dafür. Wir werden auch vielleicht noch 1, 2 Sachen noch optimieren. Aber an sich funktioniert dieser Editor richtig gut. Also da ist richtig viel Hirnschmalz reingeflossen. Und komm, ich zeige euch dir mal ganz kurz. So, ich gehe mal hier in unseren Streckeneditor und dann zeige ich euch mal, da gehen wir mal kurz gemeinsam einmal da durch. Weil es ist nichts Neues, ihr kennt den schon, ja. Aber manche Sachen sind vielleicht noch gar nicht mehr so aufgefallen, wie zum Beispiel, dass du ja hier in der Vorschau, wo du deine Strecken siehst, das Fenster verschieben kannst und sogar ranzoomen kannst. Ich weiß nicht, wer das schon entdeckt hat, dass es hier eine Zoom-Funktion gibt, ja, dass man sowas machen kann. Stark. Vor allem das Rauszoomen ist vielleicht schon. Genau. Und also da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Dann der Editor selbst, wenn wir da mal reingehen, können wir zu neuen machen, dann seht ihr, hier sind die ganzen neuen Module ja mit drin, also auch die Kurven, die jetzt erst kommen. Und da haben wir ein Thema zum Beispiel, dass diese Weitenbögen, dass man die eigentlich immer zweifach platzieren muss, damit man wieder in das Hexagon-Raster reinkommt. Das Hexagon-Raster sieht man übrigens da jetzt auch im Hintergrund, wobei es jetzt nicht so viel bringt, ist eher ein optisches Gimmick. Ne? Aber tatsächlich hast du hier quasi auch diese Möglichkeit, hier herzuzoomen. Und als Beispiel, wenn ich jetzt mal hier nur ein Modul lege, oder andersrum, wir gehen jetzt zurück nochmal, du siehst hier oben so ein Symbol, da kann man auch drauf tippen, dann kommt auch eine Meldung, was das bedeutet, nämlich, dass das halt eben die Rasterausrichtung darstellt. Das heißt, solange der hier weiß ist im Vordergrund, ist alles fein, du bist in dem Hexagon-Raster, kannst eine Strecke bauen, die am Ende auch zusammenpasst. Wenn ich jetzt hier ein Modul setze und kein zweites hinten dran packe,
dann wird der so rot unterbrochen dargestellt. Ja? Und das heißt eben, jetzt bist du aus dem Hexagon, wenn du jetzt hinten eine Strecke baust, kommst du nicht mehr an, passt nicht zusammen. Ne? So. Jetzt kann ich natürlich ein zweites Modul dranlegen, dann bin ich wieder drin. Oder wenn ich jetzt anderweitig irgendwie mich verbaut habe und merke, hoppla, ich bin ja gar nicht mehr immer im Raster, dann schlägt das System im Hintergrund dir wirklich anhand der Module vor, was du jetzt als nächstes einbauen musst. Das ist dieses leichte gelbe Highlight, was man hier sieht, um wieder ins Raster zu kommen. Also der schaut immer, was ist der schnellste Weg, um wieder in Raster reinzukommen. Das kann mal nicht passen, weil du sagst, okay, da will ich jetzt nicht hin, dann baust du halt anders weiter, aber dann kommt der nächste Vorschlag. Wenn ich jetzt was anderes nehme, dann kommt hier ein Vorschlag, wie ich jetzt weitermachen soll. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich das mal annehme, sage, okay, ich will das hier, na gut, okay, das ist ja jetzt witzig, also wenn ich jetzt den hier mache, bin ich natürlich wieder drin. Klar, ja, klar, das so, aber ich baue jetzt mal hier eine Gerade rein, dann geht es nicht mehr. Jetzt sagt er hier, machen wir eine enge Kurve da rein, machen wir eine Gerade da dran, machen wir nochmal einen weiten Bogen dran, zack, und drin. Und schon bin ich wieder drin. Ne? Also wenn man das verstanden hat, ist das eine ziemlich geile Hilfe, dass man eben halt auch, wenn man mal raus ist, wieder zurückkommt ins Raster. Ne? Genau, und wie gesagt, das Ganze halt super, super flexibel. Ja, und dann haben wir natürlich gerade durch die Spitzkehre dann noch ganz andere Möglichkeiten, wirklich ganz, ganz neue Layouts zu bauen. Habt ihr euch mal überlegt, ihr könnt jetzt mal kurz, wenn ihr wollt, das Video mal pausieren und mal überlegen kurz, wie viele Module ihr braucht oder was die kleinste Strecke ist mit den wenigsten Modulen, die man jetzt bauen kann aktuell. Also wirklich eine Rennstrecke, die fahrbar ist, die funktioniert, mit den wenigsten Modulen, die man verwenden kann. Ah, was glaubt ihr? Gut, also, ich zeige es euch mal. Achtung. Hier. Das ist die Minimalvariante. Ja? Also wirklich im Prinzip hast du statt Zielgerade, du hast eine Spitzkehre, nochmal eine Gerade oder in dem Fall hier die Schikane, um es noch spannender zu machen. Nochmal eine Spitzkehre, that's it. Ja. Und was ist die Rundenzeit jetzt da drauf? Ich bin das nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber echt, das ist Mini-Track und das macht 100% macht das Fates. Gerade mit der Schikane noch mit dabei. Ja? Da mit 5 Autos, dann wird's wild. Oh, mit 5 ist wirklich wild. Ja. Genau, ne? Also man kann da echt tolle Sachen machen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt halt ist, was ja auch oft kam übrigens, die Frage, ja, mit den weiten Bögen, das ist doch nur was für Leute, die ganz viel Platz haben. Überhaupt nicht. Auch da, nehmt euch mal den Editor und probiert mal ein bisschen was aus. Und dann werdet ihr sehen, dass man auch ganz normale Layouts bauen kann, in der Größe, wie man sie bisher auch so mit den Standardmodulen bauen. Ne? Hier, guck mal, was du da an Kurvenkombinationen drin super hast. Ne? 3 Schikanen, drei Spitzkernen mit drin. Ne? Also ganz viele Möglichkeiten. Und du kannst eben noch deutlich kleiner gehen, wenn du hier mal schaust. Ne? Also auch hier sind die weiten Bögen verbaut. Ne? Auch eine Strecke, die schon den Reiz hat. Ne? Also ganz, ganz viele Dinge. Okay, Martin hat schon viel rumgespielt. Ich habe da jetzt wirklich für euch extra mal probiert, was kann man denn eigentlich machen. Also auch hier zum Beispiel, das ist so eine ganz typische Standardgröße, ne, aber halt mit zweimal dem weiten Bogen mit da drin. Ne? Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Und das ist, also für mich ist das ein absoluter Gamechanger, diese weiteren Bögen, weil bisher war das doch mit dieser einen einzigen Kurvenradius eine recht konsistente oder gleichbleibende Geschichte. Auch so ein Thema, was jetzt gerade viel hochkam mit dem Thema Rundenzeiten oder jetzt mit den neuen Fahrzeugen. Ich habe jetzt gelesen oder gerade die Tage, dass die Porsche wohl, hat man jetzt eine neue Porsche ausgepackt, ja, und die werden jetzt schneller als alles andere oder als die alten. Da gibt es in Discord jetzt wohl gerade auch ein Thema das im Ganzen. Ich meine, natürlich, wenn ich sehe, wie ihr euch da die Kante gebt inzwischen und da auf 100 Sekunden fightet. Und klar hat das Produkt immer noch Streuung oder immer Streuung. Das habe ich schon mal versucht zu erklären. Ich meine, da ist viel Robotik dahinter, viel Intelligenz, die da schon dafür sorgt, dass diese Produkte extrem genau fahren, ja, und auch eben solche kleine Unterschiede möglich sind, dass man wirklich da was im Hundertstel suchen kann. Andererseits ist halt schon so, dass du halt einfach aufgrund dessen, dass es halt ein Spielzeug ist und dass so ein Fahrzeug als kleiner Roboter keine 5.000 Euro kostet, sondern halt einen vernünftigen. Also da gibt es einfach Grenzen, was Toleranz und Streuung angeht. Das ist einfach, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Andererseits sind wir da, weiß Gott, auch noch nicht am Ende mit unseren Dateien. Also wir optimieren da auch weiter. Wir lernen auch dazu im Feld natürlich bei euch, wo da die Themen sind. Teilweise entdeckt ihr die Sachen auch noch besser und dann könnt ihr viel besser analysieren, weil ihr halt eben auch wahnsinnig viel fahrt. Und daraus lernen wir auch und dann schauen wir, wie wir es noch besser hinkriegen. Deswegen entspannt euch da, was das angeht. Ich weiß, das ist dann manchmal auch ärgerlich, wenn man jetzt irgendwie auf der 100. Suche war und dann kommt ein Update und plötzlich geht es ein Zehntel schneller oder eine Sekunde. Kann sein, aber solche Updates sind halt nötig, um vielleicht die Fahreigenschaften zu verbessern, dass es mehr Spaß macht. Ja. Und das kann natürlich die Rundenzeiten mal verändern. Das ist dann halt so. Und Leute, das ist in jedem Game so. Selbst am Computer oder was, da gibt es mal ein Update und dann wird das Balancing wieder verändert. Natürlich, das ist genau der Punkt. Ne? Also das gibt es eben woanders auch. Und da müsst ihr da an der Stelle durch. Und wie gesagt, bleibt da bitte auch mal ein bisschen entspannter, weil es ist nicht gut und wichtig, dass ihr uns das sagt. Wir schauen uns das an und gucken, wo wir was machen können. Aber am Ende wird es immer kleine Toleranzen geben. Ich habe mal mir hat einer da geschrieben, auch im Forum bei uns, wegen dem Thema. Und er hat gesagt, ja, und die sind jetzt gerade zumindest in der ersten Runde. Aber gut,
ganz neue Reifen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das vielleicht einen Effekt hat. Das scheint sich auch mit ein paar Runden Fahren dann zu egalisieren. Das ist wohl nicht mehr so. Aber so ganz am Anfang haben sie es halt hinbekommen, teilweise out of the box, da irgendwie 2 bis 5 Sekunden schneller zu fahren. Bei einem 28-Runden-Rennen war das. Ja? Das ist schon viel, 2 Sekunden, ne? Oder auch 5 Sekunden, ja, theoretisch. Ja. Aber auf der anderen Seite müsst ihr mal sehen, wenn ihr mal rechnet, wenn wir ein 28-Runden-Rennen fahren mit, sagen wir mal, eine Runde 8 Sekunden in etwa, dann reden wir davon. Ja, das ist ja fast nichts mehr dann, oder? 1 bis 2% sind das ja. Also ob es jetzt 2 Sekunden oder 5 Sekunden sind, 1 bis 2%, was wir da Abweichung haben, ja. Und derjenige, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, der es geschrieben hat auch schön dazu geschrieben, dass sie ja vorher eben teilweise schon bei anderen Rennen auf dem Stand waren, wo sie halt teilweise auf diese 28 Runden so 0,01 bis 0,1 Sekunden nur Unterschiede hatten, von Rennen zu Rennen, ja, und das war ja super. Das ist auch super, ja, aber da redet man halt von, ich habe es mal ausgerechnet, von 0,004% bis 0,04%. In dem Bereich sind die Toleranzen, wo die Autos sagen, also es ist schon genau, ja, aber klar, logisch, 2 Sekunden oder auch 5 Sekunden ist dann schon, je nachdem wie lang das Rennen wird, natürlich ist doof, ja. Aber eben, wie ihr schon festgestellt habt, das scheint sich ja auch ein Stück weit zu egalisieren. Und wenn wir da was feststellen, dann werden wir da auch nachsteuern, um das noch besser hinzukriegen. Also da gibt es ja auch noch viel Potenzial noch zu optimieren. Aber ihr seht schon, da ist Intelligenz drin in den Fahrzeugen, die auch wirklich, also selbst wenn ihr manipuliert an den Fahrzeugen, kann man ja auch durchaus was machen. Es ist da einiges an Algorithmus drin, der quasi nachkalibriert und dafür sorgt, dass die Autos halt eben wirklich so schnell fahren, wie sie sollen. Weil auf der Bahn wissen wir ja genau, wie schnell wir unterwegs sind. Ne? Off-Track ist was anderes, da ist es nicht ganz so einfach, aber auf der Bahn kannst du das wirklich ziemlich genau tracken und auch kompensieren. Ne? Genau. Ja, und wenn wir schon beim Thema Trackstar sind, man kann jetzt eskalieren in Richtung hier solche Ministrecken, ganz klar, das ist natürlich cool. Man kann aber auch komplett in die andere Richtung eskalieren. So man das sieht. Das ist dann hier mal eben. Grüße gehen raus an meinen lieben Bruder, der hat sich mal hingesetzt und hat einfach mal den Nürburgring nachgebaut. Tutti kompletti. Und das hat funktioniert. Also richtig geil. Also ich bin auch jetzt gespannt, was für Strecken da noch so kommen werden. Ich gehe mal kurz drauf. Ach, den Editor. Quatsch, ich will keinen neuen. Warte mal. Ach doch, das war er. Ich habe bloß nichts gesehen, weil das. Es ist so klar. Erstmal rauszoomen. Da muss ich erstmal eine Stelle suchen, wo ich was sehe. Wir werden auch den Zoom-Bereich noch verändern. Das haben wir direkt schon direkt angeschlossen, nachdem ich das Ding bekommen habe. Wenn ihr mal schaut, also ist gar nicht mal so wild. 25 mal 18 Meter. Also Turnhalle und los geht's, oder? Ja, ist auf jeden Fall machbar. Ich warte drauf. Wer baut die Nordschleife auf? Challenge steht. Und den Code, den gebe ich euch. Den haue ich euch irgendwie hier rein. Das ist ja das Geile. Dann kann jetzt hergehen, kann jetzt zurückgehen, kann jetzt sagen, hier einmal Code kopieren. Quatsch, natürlich falscher Button. Hier nebendran, zack. Code kopiert. Ja. Den schicke ich euch. Wir blenden es nochmal ein. Den blenden wir euch ein. Müsst ihr euch nämlich kopieren können, müssen wir kopierbar machen. Und dann könnt ihr euch die Strecke mal nachbauen. Also zumindest mal hier, ne? Ob ihr sie dann wirklich nachbaut, liegt daran, wie ich wieder bei Kickstarter unterstützt habe und wie viele Module. Wie viele Module braucht man? Ja, 173, ja, geht ja. 173. Ich glaube, da gibt es einen oder anderen, der schon. Ich würde gerade sagen, wenn man in so einem Club ist mit ein paar anderen Kumpels zusammen, geht das. Die sind in die Richtung unterwegs, ganz genau. Aber ihr braucht die neuen Teile auch, denkt dran. Das ist auf jeden Fall was für die neue, ganz genau. Ne? So, jetzt können wir ganz kurz, was haben wir denn noch zur App? Was wollte ich euch denn noch zeigen? Ja, das waren jetzt die wichtigsten Sachen, genau. Jo. Passt, genau. Und dass halt eben bald nochmal eine größere Neuheit kommt, das habe ich ja vorhin schon angeteasert, da muss ich jetzt da halt jetzt den Mund, aber da geht es auch richtig weiter, Leute. Da kommt noch richtig viel. So, sehr schön. Thema App, ja. Und was dann noch dazu kommt, ist Thema Genauigkeit und Zeiten. Wenn die neuen Module jetzt kommen, also die Spitzkehre, Schikane und die Weitenbögen, dann wird es nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann kommt es viel mehr auf den Fahrer an. Weil jetzt haben wir ein Thema, wir haben ja diese wirklich gleichbleibenden Kurvenradien, da ist halt schon relativ viel, ich sage fast schon Vollgasanteil, da kriegst du ziemlich schnell raus, wie du fahren musst, und dann wird es dann auch ziemlich klein mit dem Unterschied. Ne? Ja. Aber mit Spitzkehre insbesondere wird es eine ganz andere Nummer. Ja, und auch die Schikane, ne? Da musst du auch wirklich dann treffen eigentlich. Die musst du treffen, klar, wenn du die nicht verhaust, ist vorbei, dann ist die Runde im Eimer. Aber Spitzkehre ist halt wirklich das Thema Bremspunkt treffen und so. Ja, das wird gut. Bremsen-Setup, das wird dann nochmal ganz andere Liga. Also da habt ihr eine andere Sorgen. Ja, und vor allem auch mit den langgezogenen Kurven kannst du ja richtig Hochgeschwindigkeitskurven machen, ne? Richtig schön durchbrettern. Das ist eben mein Liebling. Also, Leute, deswegen wollte ich die unbedingt haben, weil mir klar war, das gibt genau diese Dynamik, aber du siehst sie dann auch erst, wenn sie mal in der Hand hast und wirklich auch die Fahrzeuge den Code kennen und das funktioniert, ne? Das ist geil. Also du kannst da richtig Vollgas stehen lassen im Prinzip bei den langen Bögen, ne? Und dann hast du nochmal ganz andere Layouts. Du kannst eine Startzielgerade, die ist nicht am Ende dann die immer mit so einem engen Knick, sondern die kann halt dann einfach übergehen in einen weiten Bogen, in den engen Bogen, bis in eine Spitzkehre hinein. Du hast also so viele Kombinationsmöglichkeiten. Aufmachende, zumachende Kurven. Ja, klasse. Sehr, sehr schön.
Das wird gut. Und kommt alles noch dieses Jahr, keine Sorge. Ne? Ist alles sportlich, wir müssen kämpfen, dass wir durchkommen. Natürlich geht es nicht immer so schnell, wie man es gerne hätte, aber ihr seht ja die Fahrzeuge, da geht es jetzt dann die Tage mal los und Module weiß ich, also auf jeden Fall alles. Dieses Jahr kann man, glaube ich, recht safe sagen. Wir sind heutzutage vorsichtig und das ist was für beim nächsten Thema. Genau, nächstes Thema. Viel Feedback von euch. Es braucht einen Zeitplan. Ihr wollt unbedingt eine Timeline, eine Roadmap, ihr wollt wissen, was passiert, wie es weitergeht. Total verständlich. Zugegebenermaßen in der Vergangenheit, die letzten Jahre, die waren extrem spannend, aus vielerlei Hinsicht, ja, und auch schwer planbar. Und da hat manches halt auch zeitlich halt nicht so funktioniert. Oder es kam überhaupt ganz anders, wie vielleicht ursprünglich mal gedacht. Das wisst ihr alles. Dass das am Ende alles gut war und dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir vor ein paar Jahren nicht gedacht hätten, dass wir hinkommen, dass es so vorangeht. Und damit wird es ja in Zukunft alles noch viel schneller gehen. Durch diese Zusammenarbeit mit Carrera haben wir ja Möglichkeiten, die vorher gar nicht da waren in der Form. Ja, das ist alles richtig und alles gut. Aber die Planbarkeit in der Vergangenheit war nicht da und wir haben uns auch mal die Finger verbrannt, indem wir halt Sachen gesagt haben und dann war natürlich die Enttäuschung groß. Deswegen seht es uns nach, wenn wir da nach wie vor immer noch ein bisschen vorsichtig sind, wenn wir Infos haben, die safe sind. Ja? Und wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht mehr ganz so eigenständig in der Form, dass wir es auch 100% verantworten. Natürlich sind wir abhängig davon, was Carrera sagt. Carrera ist ein Stück weit wieder abhängig von seinen Lieferanten und Partnern. Also das ist eine Kette, wo wir jetzt auch ein bisschen nochmal vorsichtiger sind, einfach weil wir es nicht ganz so in der Hand haben. Ich sage jetzt nicht, dass wir es vorher in der Hand hatten. Da geht es jetzt Carrera manchmal auch nicht besser wie uns. Das ist halt so, ja. Manchmal gehen Dinge halt schief, das passiert, das ist ganz normal. Das sagt mir eine Firma oder jemand, der irgendwas macht im Leben, wo das nicht so ist. Gehört dazu. Aber wie gesagt, A, sind wir da etwas vorsichtiger und B, ist letztendlich Carrera auch sind diejenigen, die da dann auch Informationen rausgeben werden und ich werde auch nochmal mit denen reden, dass wir da vielleicht so Richtung Roadmap mal gucken, was man da machen kann, sinnvoll, ne? Dass wir euch das so oder so immer bestmöglich informieren, aber solange die Sachen halt nicht klar sind, es ist so vieles gerade noch in der Findungsphase, ja, dass wir da einfach alle miteinander noch sehr vorsichtig sind, irgendwie Sachen zu behaupten, weil eben auch ein Stück weit gebrandmarkt. Also seht uns nach, es ist keine böse Absicht, wenn wir Infos haben, dann kriegt ihr die natürlich sofort, aber eben halt auch erst, wenn die einigermaßen valide sind. So. Genau. Was haben wir noch? Nächstes Thema wäre, wichtiges Thema Kickstarter und wie es da jetzt weitergeht. Ja. Da habt ihr jetzt auch natürlich viel aushalten müssen, das wissen wir auch. Und nach wie vor ist uns das furchtbar arg, dass es so ist. Aber unterm Strich war es der richtige Weg. Und auch wenn es ärgerlich ist, dass manche Dinge so blöd gelaufen sind und so lange gedauert haben und dauern, ich kann es nicht ändern, wir können es nicht ändern, Carrera kann es nicht ändern. Wir versuchen alle miteinander das Beste zu machen, weil keiner hat ja was davon, euch da irgendwie hängen zu lassen, ja, um Gottes Willen. Deswegen haben wir alles versucht, so schnell wie möglich das alles hinzubekommen. Aber mal als Beispiel. Und natürlich, solange wir jetzt gewartet haben, liegen da die Nerven völlig verständlicherweise auch blank. Und dann kommen immer wieder solche Kommentare, wo wir auch versuchen dann zu erklären, wo wir gar nicht auf die Idee kommen erstmal, dass das ein Thema ist. Aber eben wenn die kommen, dann kriegt ihr auch Antworten. Zwar die Tage wieder irgendwo die Frage, das kann ja wohl nicht sein, die Trackpacks zum Beispiel, die gibt es bei euch im Shop, warum kriege ich die meinen Kickstarter-Pack noch nicht? Ne? Das Ding ist, natürlich, die Trackpack gibt's, die sind im Handel und der Handel bekommt die auch, wenn er welche möchte. Das heißt, wir haben für unseren Shop auch ein paar da, die wir verkaufen können. Aber allein für diesen Trackpack habt ihr über Kickstarter, über den Kickstarter-Shop, wo ihr eure Ware aussuchen dürft, habt ihr über 400 Sets bestellt. Ja? 400 von diesen Sets. Und die kriege ich halt nicht mal eben. Die müssen extra produziert werden, geliefert werden und deswegen dauert es leider echt länger. Und es bringt ja nichts, wenn ich 3 Leuten was ausliefere und der Rest guckt in die Röhre. Es ist so blöd, wie es ist, ja. Es fehlen einfach die Mengen nach wie vor. Und da sind wir aber dran und das Zeug ist ja jetzt Gott sei Dank im Anflug. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir langsam da ein bisschen, wo die Spannung sich auflöst bei uns, weil wir wissen, es kommt und bei euch dann hoffentlich dann, sobald es dann eben da ist, auch. Also wir sind dran. Was ich euch sagen kann, es kam jetzt Ware an heute, tatsächlich, heute. Ich habe extra Peter nochmal eben gefragt, ob es jetzt wirklich auch safe ist, aber ja. Bei unserer Matze, bei unserem Versandpartner, kam jetzt heute die Ware aus Österreich direkt an. Und da geht es jetzt auch sofort los. Also mein Team hat vorhin schon die ersten Aufträge rausgeschickt entsprechend. Also muss ja von hier aus ausgelöst werden dann. Ja. So dass es da direkt losgeht mit Auslieferung von der nächsten Shipping-Welle sozusagen, die jetzt dann halt ansteht. Was wir gerade noch warten, weil, wie gesagt, das war ein Teil, haben wir direkt zu unserem Versandpartner schicken lassen. Und das, was wir brauchen, um es zu veredeln für unser Kickstarter-Set, ne? Also ihr wisst ja, es gibt ja das spezielle Kickstarter-Set von der Crowdfunding, von damals von der Kickstarter-Kampagne, ist letztendlich das Highway to Hell Set und zusätzlich mit einem silbernen
Porsche, von unserer Sturmkind-Edition, von dem Silbernen. Und das Ganze aber einfach edel. Das heißt, es ist ein limitiertes Set. Es gibt 263 Stück davon, so viele, wie ihr davon bestellt habt im Vorfeld. Keins mehr. Alles durchnummeriert, alle Fahrzeuge werden auf der Unterseite lasergraviert, alle 3. Ne? Und, zeig mal die Urkunde. Oh, und hier gibt es auch noch was Besonderes. Die kamen nämlich auch die Tage an. Also auch das haben wir noch schick noch dazu gemacht, haben wir euch versprochen, dass wir die auch noch machen. Da bedanke ich mich nochmal bei meinem Team, das darauf bestanden hat, dass ich die Dinge alle mit Hand unterschreiben darf. Genau, 263 Stück. Super, ganz tolle Idee. Aber ich mache das, alles gut, kriegen wir auch hin, ja. Also ihr kriegt da schön die Startnummer drauf, das darf die Sarah machen, die hat eine schönere Schrift wie ich. Genau. Ihr kriegt dann auch meinen Doktor drunter und dann habt ihr da auf jeden Fall ein Unikat und ein Sammlerstück mit diesem Set. Und wie gesagt, da geht es die Woche los, aber eben, es kommt die Ware jetzt an und auch ein Teil muss nämlich von Matze nochmal zu uns umgelagert werden dann. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Also die nächste Woche werden wir bestimmt noch brauchen, das Zeug zu produzieren. Haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Ist alles eingerichtet, ist alles fertig. Laser steht soweit bereit. Ne? Vorrichtungen sind da. Muss jetzt halt gemacht werden. Aber ja, absehbar, würde ich sagen. Und alles andere oder vieles andere, was jetzt kommen sollte, ist jetzt eben auch da. Und dann geht jetzt los und sukzessive, so wie halt auch die Neuheiten, die ja noch nicht da sind, die können wir euch natürlich erst ausliefern, wenn sie dann eben auch da sind. Aber wenn sie da sind, dann kriegt ihr die natürlich auch mit. Ganz vorsichtig als Erste. Ja, also die Mengen sollten dann diesmal passen und es kann immer mal ein paar Tage länger dauern, weil natürlich das Material erstmal von Carrera zu uns umgelagert werden muss und dann wieder versandt werden muss. Also deswegen haben wir es jetzt ja auch erlebt, weil die Ware, die nach Deutschland ging, letztens war dann halt zwei Flieger, war Luftfracht auch, ne? Von den hier, den Kollegen, ne? Und das, was halt eben ins Deutschlager ging, wo die Händler beliefert werden, war ein paar Tage früher da, wie es da war Österreich, von dem wir halt die Ware bekommen und schon was passiert, ne? Dass wir wieder ein paar Tage hinten dran waren. Weil ich kann es nicht ändern, das ist dann, ein Thema haben wir noch. Wir haben einen neuen Job, das habt ihr mitbekommen, ja. Und auch da nochmal ein wichtiges Thema, auch kam jetzt auch der Hinweis, habe ich aber, glaube ich, schon kommentiert, der ist ja nur auf Deutsch und das wäre jetzt ein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt nur noch Deutsch sind. Ja, der ist nur auf Deutsch, weil er neu ist, weil wir halt immer anfangen und jetzt mal auf Deutsch fertig machen, dann kommt der natürlich in allen Sprachen, was heutzutage übrigens und gerade mit dem Shopsystem wesentlich einfacher geht als in der Vergangenheit. Also auch das ein Grund. Ne? Dieser Schritt hatte ja mehrere Gründe, den neuen Shop anzugehen. Und natürlich wird der auch noch international, wobei liefern tun wir jetzt schon, aber die Sprachen fehlen auch noch. Ne? Genau. Aber es gibt ja auch den alten Sturmkind noch, deswegen haben wir den alten Shop ja auch nicht abgeschaltet, solange da nicht alles auch im Neuen drin ist, auch Hybrid und so weiter, solange das alles noch nicht geregelt ist, laufen beide Shops gerade parallel, ne? Preise sind gleich und trotzdem die Bitte, da kommen jetzt auch nochmal E-Mails an, demnächst geht bitte auf den neuen Shop, meldet euch dort schon mal an, legt euch einen Account an und ansonsten natürlich auch teilen, Leute. Also gerne nach wie vor, wir leben auch dann ein Stück weit von euch als unsere Community, die dieses immer noch sehr spezielle Produkt ja auch in die Welt bringt. Ne? Also was ihr da alles macht, ob es Social Media Content ist, ob es einem Kumpel davon erzählen, whatever, umso mehr ihr da halt auch, für uns oder für das Produkt brennt, umso mehr Reichweite gibt es, umso mehr können wir bei Sturmkind auch wieder machen und in neue Ideen investieren, weil am Ende des Tages der Erfolg auf unserem eigenen Shop am Ende. Natürlich partizipieren wir aber auch, wenn Carrera diese Produkte verkauft, logisch, klar. Aber ein Stammbein ist natürlich unser eigener Shop, wo wir insbesondere Drift natürlich immer noch fast ausschließlich über unseren Shop verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben einiges tatsächlich auch nicht mehr jetzt gemacht, was wir zwischenzeitlich gemacht haben. Ich würde sagen 95%. Ja, über 90% ist wirklich, was wir halt über unseren eigenen Shop verkaufen. Dementsprechend, ne? Sind wir da immer froh, wenn ihr uns da auch pusht, weil umso besser das läuft, umso schneller geht's voran. Ganz einfaches Spiel, ne? Jo, ihr Lieben. So. Sehr schön. Ey, das war mal wieder ein richtig schönes, ausführliches Update und ich hoffe, es hat euch erstmal wieder zufriedengestellt. Ich hoffe mal, dass die meisten Fragen wieder beantwortet sind. Es waren viele große News, glaube ich, dabei. Ich glaube, das Starterfeld so dürftet ihr wahrscheinlich das erste Mal sehen. Ja, ich denke schon. Also es gibt noch, glaube ich, noch nicht mal Produktbilder so richtig. Ne? Also das ist jetzt wirklich brandneu. Wie gesagt, unter Vorbehalt ist alles noch nicht ganz serienreif. Sind so die Freigabemuster, die dann auch wieder von den Lizenzgebern und so weiter freigegeben werden müssen. Da gibt es vielleicht noch Details, aber man sieht halt schon ganz klar, wo da die Reise hingeht. Das sieht super aus. Alles in der feinen Abstimmung. Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, da hatte ich gar nicht viel erwartet, aber weil es halt jetzt kein Originalfahrt, ich glaube nicht, dass es den im Original gab, ne? Wüsste ich nicht. Aber ich finde, der sieht ganz cool aus, dieser Carrera. Hat was, ne? Auf jeden Fall. Weil er einfach von der Farbe her auch raussticht, ne? Ja. Also wirklich von dem ganzen Thema hat der schon auch was, ne? Ja, mir hat es tatsächlich der Mustang hier so ein bisschen angetan, mit diesen bunten Farben drauf. Mega, Also ich denke, ihr werdet da viel Spaß mit den neuen Fahrzeugen haben. Also echt, es wird wieder teuer, Leute. Ich meine, der Kickstarter
Leuten, seid froh, dass dass wir das hingekriegt haben, das Budget euch, also dass wir das gemacht haben, dass ihr das Budget aufheben konntet, weil guck mal, also jetzt das ist was ein hättet ihr Traum sonst jetzt, machen oder? wollen? 10 gleiche Porsche, wäre blöd geworden. Jetzt habt ihr richtig Auswahl, neue Module, haut rein. Ja. Und dann habt ihr da Mega-Strecken und ich bin mal gespannt, wer den ersten Nürburgring aufbaut. Oh ja. Challenge läuft. Na? In Super. diesem Sinne. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.